Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zum neuen Wochenorakel für die neue Woche und natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal schöne Ostern. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit zum Relaxen und euch ein schönes Fest zu machen. Ich habe mir vorgenommen, ich habe ja schon lange nichts mehr angeboten. Ich biete mal bis Ostermontag 19 Uhr an eine Botschaft für dich mit gesprungenen Karten. Ihr könnt mich anschreiben bei WhatsApp oder über meine Homepage. Ich werde dann, wenn es gar zu viel wird, Bescheid sagen. Ich muss es ja auch machen können. Ansonsten hatte ich die Woche viel Wut, viel, ich weiß auch nicht, über aufgeregt sein und sowas alles. Die Ruhe selbst war ich jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal, was uns nächste Woche im Kollektiv erwartet. Ich hoffe, ich kriege die Karten alle hin. Die sind ein bisschen länger, aber ich möchte die mal wieder benutzen. Und wir schauen, was kommt. Ihr könnt natürlich noch dranbleiben, denn nachher mache ich noch eine kleine Botschaft mit gesprungenen Karten für euch, für eine Inspiration für die Woche. Also, es kann hier sein, dass wir hier irgendwelche Dinge mit Ämtern oder Behörden zu tun haben, die in Kürze hier sehr gut ausgehen. Ne? Ich habe den Turm, ich habe die Blumen liegen noch im Hause des Klees drin. Es kann hier auch ein Geschenk für die beruflich Selbstständigen sein, zum Beispiel. Ich sehe an sich die Blumen am Beruf dran liegen. Das ist eine schöne Energie, eine Geschenksenergie, eine Energie, die ja, ich sag mal, stabilisierend wirkt. Möglicherweise ist der ein oder andere viel unterwegs beruflich. Es liegt auf jeden Fall mit dem Thema Expansion da. Und die Sonne scheint auch noch daneben. Also super Berufsqualität schon mal. Die Sonne liegt im Haus des Hauses, heißt, kommt auch aus dem Umfeld eine gute Energie, die sich hier an allen Themen, an denen wir gearbeitet haben, übergießen oder auch eben tatsächlich an der Berufsenergie. Möglicherweise geht es darum, dass man eine Situation, die nicht so viel eingebracht hat oder die sehr viel Energie gezogen hat, neu ausrichtet. Man redet überall da, wo man sich vorher zurückgehalten hat. Das heißt, man öffnet sich auch, man kommuniziert. Vielleicht gibt es viele Einladungen, Geschenke, Gespräche einfach, die sehr stabilisierend einfach wirken. Hier kommt vieles nach oben. Viele Sachen, die auch mit Verträgen zu tun haben. Vielleicht auch Beziehungsthemen, wo es darum geht, einen frischen Wind reinzukriegen. Wir haben hier auf dem Ring die Blumen in der Spiegelung. Also ja, es sieht irgendwie schön nach Frühlingsenergie aus. Wir selber liegen im Haus der Sense. Wir denken hier sehr viel nach, vielleicht auch über Trennungen, über unsere berufliche Situation, darüber, wie man aus irgendwas eine gute Energie machen kann, die dann auch verbindlich trägt. Ja, wir liegen im Haus der Sense, heißt vielleicht auch, wir sind verletzt, wir fühlen uns verletzt, wir müssen schnell handeln. Es geht hier sehr viel um die eigene Lebensreise. Man guckt sich an, wo ist man schon, wo möchte man noch hin. Der ein oder andere hat vielleicht hier so vor, Urlaub und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, man möchte hier arbeiten und einerseits möchte man auch vielleicht mal gerne wieder unterwegs sein oder verreisen. An sich denke ich, man guckt überall dahin, wo man Konflikte mit dem Leben hat im Moment. Ja, es kann eine Woche sein, die sehr viele Trigger hat. Es geht um Seelenthematiken, Seelengefährten.
Es geht um irgendwelche Sachen, die einem am Herzen nagen. Es geht um Verbindungen, die tief triggern. Ja, man klärt hier nochmal auch die Vergangenheit. Wir haben hier den Bären im Rücken hängen. Möglicherweise trifft man hier nächste Woche auch mal wieder jemanden aus der Vergangenheit, der hier sehr viel Aufklärungspotenzial mitbringt. Das heißt, man kann irgendwas so stehen lassen oder verabschieden. Ja, man hat so ein bisschen Zweifel an den Herzensangelegenheiten dran. Möglicherweise möchte man etwas umsetzen, das einem sehr am Herzen liegt, aber es geht irgendwie nicht richtig. Ja? Also hier liegt irgendwie die Kummerkarte mit dabei. Es kann hier auch sein, dass man über etwas nachdenkt, das einen verbal sehr getroffen hat. Wir haben hier die Kommunikation, die einen so ein bisschen, ja, ich sag mal, betroffen gemacht hat oder wo man auch gedacht hätte, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, ne? Veränderungen, die unter einem guten Stern stehen und die Klarheit bringen. Viel Energie, die, ja, ich sag mal, auch so ein bisschen Konflikte mitbringt. Die Konflikte hat man mit der aktuellen Situation im Leben, ne? Da sagt man so, wie ist es gerade für mich, wie kann ich alles regeln, die berufliche Situation ist wichtig oder das Umfeld darf geklärt werden. Wir sind auch bereit für Änderungen, wir liegen im Haus der Sense, das heißt, da darf man, jetzt wedelt der Wind mir mein Blümchen weg, da darf man auch mal, ja, was hinter sich lassen, etwas verkürzen, einen Weg angenehmer gestalten. Hier geht es um Konflikte, wo man lange geschluckt hat, wo man nicht gesagt hat, was wirklich Sache ist, wo man unterschwellig Unruhe mitbringt. Es kann eine Herzensangelegenheit sein, ein Liebesblues, etwas, wo man nicht gerecht behandelt wird. Und wir haben die Hindernisse im Haus der Hindernisse. Das ist schon mal nicht so schön. Aber wir haben hier das Schiff dabei, das heißt, wir kommen schon voran und es endet dann auch in einer Qualität, die einen trägt, aber es kann sich halt zeigen, hier entlädt sich sehr viel, was angestaut ist auf dem Herzen. Es wird hier angetriggert durch Außen, durch andere, durch die eigene Emotion, durch die Schlafqualität und man versucht hier irgendwas auf den Weg zu bringen, aber man weiß nicht so richtig wie, deshalb überlegt man rum, wo man auf einem kurzen Weg etwas wenden kann, das dann ganz ordentlich daherkommt. Gerade sage ich es noch, ne, wir haben hier so ein bisschen Seelengefährten-Thematik dabei. Ich unterscheide das ja. Ne? Einsteils hat man Freunde, dann hat man Bekannte und man hat Menschen, die dürfen ganz nah an einen ran, die dürfen ganz nah in die Seele gucken. Oder denen teilt man auch sehr vieles mit und um solche Menschen geht es nächste Woche. Es kann ja auch sein, dass man sich so ein bisschen auf verschiedenen Hochzeiten tanzen sieht. Ne? Da immer auch dann wieder gucken, dass man selber die wichtigste Person im Leben ist. Ich weiß, es geht nicht immer. Manchmal brauchen einen die Kinder, manchmal brauchen einen die Partner. Aber wo gehen wir hin, wenn wir jemanden brauchen? Das könnte so hinter diesem, wo tanken wir unsere Energie raus? So, dann haben wir hier die Geldkarte im Hause des Bären. Das ist schon mal ein gutes Fundament. Hier kann auch sein, dass sich Dinge zeigen im Bereich der Finanzen, der Paare, der Partnerschaften, der Familien, vielleicht auch von Kindern. Häuslichkeit habe ich dabei, Vertraglichkeiten, über die man sich Gedanken macht, wo kann man sich etwas erleichtern, wo kann man die finanzielle Situation grundlegend so gestalten, dass sie nährend ist,
auch auf die Dauer. Familienkarma spielt ja auf die Beziehungsebene ein. Überhaupt liegt das Karma-Kreuz hier in der Spiegelung mit dem Ring. Ne? Es kann schon darum gehen, dass man sich hinterfragt, wie sind meine Bindungen, wie sieht es aus auf meiner Lebensreise, wer fährt mit, wer kann weg, wen nehmen wir nicht mehr mit. Was investieren wir in unsere Herzensangelegenheiten? Wie steht unser Umfeld dazu? Wo zieht es uns Kraft? Wo nährt uns unser Umfeld? Man hinterfragt alles. Ne? Hier drückt etwas an die Oberfläche, deshalb sehe ich das hier auch so mit dem Lebensblues. Das hat man eventuell lange schon verdrängt oder auch vergraben, damit es ja nicht hochdrückt. Und hier darf man irgendwas, mit dem man im Inneren rumkämpft, was trotzdem für hohe Energie sorgt oder auch, ich sage mal, Wut, kurze Zündschnur, alles. Das kann hier gut sein, dass sich das entlädt. Ja? Was wir aber brauchen, damit wir mal über unsere Hindernisse drüber kommen. Ja, hier unten liegt jetzt sowas. Hier zeigen sich Menschen, die haben etwas bei uns hinterlassen. Entweder eine schlechte Erinnerung oder eine Verstrickung oder auch etwas, was wir als Verlust abgespeichert haben. Und das stellt hier so ein bisschen das Beziehungsleben auf den Kopf. Man guckt, wo sind Mangelthemen. Man hat hier so dieses Gefühl, ich beschäftige mich sehr viel mit dem, was ich lange geschluckt habe. Ne? Und das möchte ich zwar nicht, aber das kommt hier einfach hoch. Das Unterbewusstsein spricht sehr viel mit uns. Es nagt auch ein bisschen an uns, aber wir kriegen gut Blockaden aufgezeigt, was wir hier machen können oder warum etwas so war. Für einige von uns habe ich hier so ein bisschen Neubeginne im beruflichen Bereich. Viel Kommunikation, die weiterführt. Also die Berufskarten gefallen mir hier am besten. Da liegt ja Wachstum drauf, das berufliche Geschenk. Etwas, was gut kommuniziert wird. Es kann hier allerdings auch unsere Kinder betreffen. Das, was hier als Neubeginn bezeichnet wird, bringt sehr viel Fundament mit. Eine gute Energie, eine genesende Energie auch. Aber ich habe, dass es vielleicht auch stressig sein könnte, ne? Weil man hier viele Richtungswechsel hat oder mit vielem konfrontiert wird. Hier gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten für einen Erfolg, für einen Volk, Hilfe. Und man darf hier hinterfragen, ne? Bei allem, was man entscheidet. Die Entscheidungskarte liegt hier im Haus des Mondes drin. Das heißt, es geht um Emotionales, das wir hier mit aufgezeigt kriegen. Unter anderem auch einen Weg, wo wir uns sehr alleine mit stehen sehen. Wo wir plötzlich so dieses Ding kriegen, okay, hier kann ich durchstarten, aber traue ich mich das auch? Ist das richtig? Habe ich zu viele emotionale Zweifel, etwas ganz zu Ende zu bringen, was ich jetzt neu beginne? Und wir haben was ganz Schönes. Eigentlich ist es, sage ich es immer wieder, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Hier sind Entscheidungen, wenn man die gut bedenkt und seine Zweifel weglässt. Die können ganz verschiedene Lebensbereiche aus dem Mangel in die gute Energie bringen. Und sie sind auf dem kleinen Weg zu finden, mit kreativen Lösungen, mit einer Energie, die Glück mitbringt. Hier auch auf allen Verträgen, wir haben die Finanzen dabei, wir haben das Verbindliche dabei und wir haben hier in der Spiegelung noch die Blumen. Und hier das Kreuz. Also es wäre jetzt so klassisch ein schicksalshaftes Geschenk, das Glück mitbringt in allen Beziehungsbereichen.
verbindlichen Beziehungssachen. Die Beziehung zu uns selber wird abgefragt. Hier ist das kleine Kind ganz doll angesprochen. Das könnten die vielen Trigger auch sein. Ne? Und es geht schon auch um das Überwinden von irgendwelchen Themen, die uns auf dem Herzen drücken. Ja, so, dann habe ich hier nochmal die Berufssituation. Also für alle, die arbeiten, ist es die Berufssituation. Für alle, die nicht mehr arbeiten oder an sich nicht arbeiten, sind es die Themen, an denen man arbeitet oder auch das Thema Berufung an sich. Hier habe ich im Haus des Berufes den Sarg drin liegen, ja. Etwas kostet sehr viel Energie, etwas bringt einen Anfang und ein Ende mit, einen Neubeginn, das liegt direkt nebeneinander. Plötzliche Lösungen, die kommen, schicksalshafte Herausforderungen. Im Hause des Schicksals liegt die Sense drin, ja. Die bringt dir einen Erfolg, eine Wende auch zum Guten hier, ne? Wir haben den Klee dabei. Und die Sense haut ja aus dem Blatt raus, ne? Das heißt, sie hinterlässt keine große Verwundung, sondern sie endet hier mit einem Ding, das uns neue Türen öffnet, auch im finanziellen Bereich. Hier gibt es finanzielle Veränderungen nächste Woche. Die haben hier sehr viel, aber auch wieder damit zu tun, Hindernisse zu überwinden, voranzukommen. An sich bringt der Storch eine gute Energie, er korrespondiert ja auch mit der Sonne, allerdings hier auch mit den Mäusen. Also, eine Energie wird umgewandelt. Es kann auch da hinfallen, sage ich mal, weil man bei Menschen, die jetzt nicht unbedingt damit rechnen, ne, so ein Erlebnis, das dir so zack geliefert wird, das eine Wende ermöglicht. Eine Woche, wo sehr viele Geheimnisse auch an die Oberfläche kommen, unausgesprochene Dinge, etwas, was im Verborgenen geschah oder hinter dem Rücken vielleicht auch, ne, bringt hier Konflikte auf jeden Fall mit. Ich habe hier im Haus des Gegenübers die Schlange drin liegen. Ne? Hier habe ich sehr gute genesende Energie, aber hier nagt auch etwas. Trotz allem nagt man sich hier einen Weg frei. Man sorgt für eine gute Bewegung. Es kann ja auch sein, dass irgendwelche anderen Menschen hier können Familienmitglieder sein oder auch andere Leute, auf das Finanz- und Berufssystem ein bisschen mit einwirken. Auf jeden Fall liegt es hier super. Ne? Also wenn hier irgendwelche Umstrukturierungen kommen, dann wendet man die Energie, die hier sehr belastend war oder ist, zum Guten. Und man lässt sie ins ganze Umfeld hinausstrahlen. Okay, wir gucken, was wir tiefer hier noch mitkriegen und welches Kraft hier noch mitschwingt. Es ist halt tatsächlich hier ein schicksalshaftes Geschenk zu sehen, ein schicksalshaftes Glück, das viele Wenden mitbringt, gerade auch an etwas, was man erarbeitet hat. Eine stagnierende Situation, die hier auch beendet wird. Das heißt, wenn man lange gedarbt hat irgendwo, kommt hier der Umschwung, aber wir dürfen uns da in Bewegung setzen. Ne? Wir haben für die nächste Woche die Blauglöckchenfee dabei mit dem Thema Dankbarkeit. Ja, und tatsächlich sagt die Karte halt auch, dass Dankbarkeit im Prinzip das Erfolgsgeheimnis ist für alles. Weil Dankbarkeit fördert Zufriedenheit, Frieden und das Gute und Wundervolle jedes Augenblicks kann hier gut dienen, um das Gefühl der Dankbarkeit auch zu vergrößern. Es gibt immer irgendetwas, für das man dankbar sein kann.
Manche sagen, ja, mein Leben ist so schlecht und ich habe überhaupt nichts. Doch, es gibt immer etwas, man muss es nur richtig erkennen und der Wahrheit auch ins Auge gucken. Es geht sehr viel um Wertschätzung. Das könnte hier auch ein Triggerpunkt sein, ne? Wertschätzung für das, was man schon gegeben und geleistet hat. Und auch das, was wir selber wertschätzen auf unserer Lebensreise. Es können Menschen sein, Situationen, Geschenke, die einem gegeben werden vom Leben. Und hier darf man wirklich beobachten, dass das Universum zurückdankt. Könnte ja auch sein, dass der ein oder andere mal die nächste Woche bewusst hinschauen möchte, wo überall kann ich denn Wertschätzung hingeben in meinem Leben. Manche schreiben das auch auf, damit das mal so ein großer Bollen wird, den man da sieht. Und nicht nur so ein Wort, das irgendwo zerfließt. Demut gehört auch dazu. Viele sagen ja, nein, Demut ist nichts für mich, habe ich schon oft gehört. Wenn ich mal jemand gesagt habe, ein bisschen mehr Demut könnte nicht schaden. Und da ist es für mich immer so, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Und irgendwann im Leben kommt man immer an den Punkt, wo man mal demütig ist, weil einem bestimmte Dinge einfach passieren. Dankbarkeit ja auch für die kleinsten Dinge. Achtet auf die kleinen Schätze im Leben, damit sie sich vermehren und das Universum wird es hier zurückdanken. Dann gucken wir, welches Kraft hier noch mitkommt und dann lasse ich euch. Wir haben den Skarabäus mit der Schöpferkraft. Das ist sehr interessant, denn das passt unheimlich dazu, ne? Der Skarabäus ist ein heiliges Glückswesen und der hat uns hier gefunden und kündigt eine ganz fruchtbare Phase an, dass das Leben in einem frischen, neuen Glanz zeigt. Wir gucken hier direkt auf unsere Lebensreise drauf. Skarabäus bedeutet im Übrigen übersetzt werden oder entstehen. Und man darf sich hier auch mit der Schöpferkraft verbinden. Man macht es hier auch, weil man guckt auf die Lebensreise, auf die Wurzeln und auf das, was einen voranbringt. Wenn der Skarabäus kommt, kann man sich auch schnell aus einer misslichen Lage befreien. Ich betone schnell, wir liegen im Haus der Sense. Und der Käfer bringt glückliche, fruchtbare Zeiten, das Gefühl, dass man versorgt wird. Greif nicht nach den Sternen, sondern nutze das, was du direkt vor dir hast. Also aus dem, was man schon hat, noch was Besseres machen. Dann wird es fruchtbarer, als man je ahnt. Man verwandelt Mist in Gold. Man beschäftigt sich mit dem Licht der Sonne. Die Sonne liegt hier im Hause des Hauses, überstrahlt also die ganze Umgebung. Eine Woche, wo wir auch Träume, Eingebungen, Visionen und Zeichen sehen. Man kann Dinge zum Guten wenden und man darf zulassen, dass aus Altem Neues entsteht. Richte dich auf Glück und Fülle aus. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch schöne Ostern. Wir hören uns am Sonntagabend wieder. Ich drücke euch und wer noch dranbleiben will, kann hier noch eine kleine Botschaft abholen. Für Inspiration für die nächste Woche, als Inspiration. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Holen wir uns ein paar Impulse für die neue Woche. Ich bin gespannt.
Ich habe es gleich. Wir nehmen noch eine Karte von Nadine Sanssouci Orakel. Und dann dürft ihr wählen. Unten am Deck haben wir, das ist sehr interessant, ne, das Gegengift. Man guckt hier so an, was man in seinem Leben entgiften kann. Ein gewisser Detox steht an für die neue Woche, ein gewisses Detox-Element für alles, was nicht mehr schön ist oder nicht mehr brauchbar. So, die Vögelchen lasse ich dann drauf springen. Ich nehme diese Seite, ich bin heute wahnsinnig schnell. Wir haben die Erntezeit, ich sage gleich mehr dazu. Höre auf deine Gefühle. Zeit zu spielen. Erhöhte Vibration, ja, das passt sehr gut zusammen. Azur, das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und Vertrauen und versuche nichts zu erzwingen. Also hier sprechen wir von Ernte. Hier sieht man die Kornrade. Und es steht etwas vor, was uns die Früchte unserer Arbeit bringt. Vielleicht glauben wir schon gar nicht mehr dran. Hier hat sich so ein bisschen etwas eingestampft, ne, festgesetzt. Es können Emotionen sein, alles Mögliche. Die Karten sprechen davon, dass wir unsere Vibration erhöhen dürfen. Bedeutet ja auch, sich Zeit zu nehmen für sich, für leichte Momente. Denn die Energie der Freude erzeugt auch wieder Wunder. Ist eigentlich zu manifestieren die beste. Und vielleicht ein guter Tipp für die nächste Woche. Lasse dich nicht von anderen überreden, etwas zu tun, was du nicht möchtest. Ne? Die Vibration erhöhen lässt einfach die Intuition auch wieder besser wahrnehmbar werden und an sich, ne? Man kann das zum Beispiel auch durch Hüpfen machen, durch Bewegungen aller Art, aber hier geht es darum, Leichtigkeit ins System zu lassen, diese Gefühlsstauungen mal wegzulassen. Okay, dann haben wir noch das Sonnenkind, oh wie schön, ein Glückstag naht, Wonne, große Freude, gute Laune, Umschwung, eine erfreuliche Nachricht, Glücksgefühle, Humor, Lachen, Verzückung, oder die Wärme an sich, die man hier spüren kann. Wunderbar, ihr Lieben. Dann nehmen wir das Sonnenkind doch gerne mit. Was ist mir hier entgegengekommen? Das Rotkehlchen und die Elster. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Und die Elster sagt, ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Gut, mit dieser Energie gehen wir doch gerne durch die Woche. Dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt die Eberesche, da geht es darum, sich zu öffnen für Ideen, Inspiration, Kreativität. Hallo und lebe wohl. Hier kommt etwas ins Leben und etwas geht. Das hatten wir ja hier auch in den Schicksalskarten drin. Ne? Und bald wird man hier auch erkennen, dass das, was kommt, eine positive Veränderung mitbringt. Ihr habt hier 2 gehabt. Morgen weißt du es. Ne? Wenn du aufwachst, wirst du wissen, was zu tun ist. Hier ist so ein Prozess, ne, der zeigt an, wo etwas kommt, wo etwas geht. Und man ist vielleicht noch so ein bisschen unschlüssig, was zu tun ist. Und hier ist die Antwort. Ne? Also die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Hole dir Rat. Man sucht Antworten und kriegt hier morgen, weißt du es, hier auch über die Öffnung der Sinne. Und hier habt ihr... Halte deine Versprechen.
Ja, das ist ein strenges Thema, wenn man überlegt, wo man überall schon Versprechen abgegeben hat, vielleicht im Eifer des Gefechts. Und zieh dich nicht zurück, sei stark genug, das gegebene Versprechen zu halten. Das ist so eine Sache, ne? Ich habe mir das abgewöhnt, sehr viel zu versprechen, weil ich eben weiß, irgendwann kommt die Zeit, da geht es darum, sein Wort zu halten. Ihr habt Maya, Schutzengel, lernen und dich weiterbilden, unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und den persönlichen Wachstum, das persönliche Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Also es kann hier sein, dass du in einer Phase bist, wo hole dir Rat, lerne was, ne? Wo du gerade eine Erfahrung machst, wie du mit etwas umgehst, das in dein Leben kommt. Wir haben die Quelle für euch. Das ist das Ich-Bin-Bewusstsein. Es geht um Antworten auch wieder auf wichtige Fragen. Man hat Gespräche mit dem, was einen verbindet. Hier nennt man es Quelle. Manche sprechen mit Gott, mit Jesus, egal mit wem. Mit ihrer Quelle eben. Und man kommt hier so ein bisschen mehr in den Flow, weil man Antworten kriegt, die man sucht. Die Inspiration ist hier, glaube ich, auch sehr wichtig. Begrenzung, die wir auflösen können. Ihr habt die Schnepfe, guckt mal an, wie die aussieht. Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Änderungen, zum Beispiel im Arbeitsleben, anstehen. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Ostern, eine gute Woche. Ich drücke euch und bis Sonntag.